In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Shop erstellen kannst. Um den neuen Shop von Plenty One bereitzustellen, klick zuerst auf das Hauptmenü Shop und dann auf Verwaltung. Um einen neuen Shop hinzuzufügen, drück zuerst auf das Plus in der oberen linken Ecke. In dem nun geöffneten Dialog vergibst du zuerst einen Anwendungsnamen. Dieser wird dafür verwendet, um den Shop schneller identifizieren zu können. Im zweiten Schritt selektierst du den Mandanten, für den du den Shop erstellen möchtest. Im dritten und letzten Schritt wählst du aus, welche Anwendungsquelle du für den Shop nutzen möchtest. Zum jetzigen Zeitpunkt hast du hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Plenty One Shop. Dies ist der Standard-Shop von Plenty One und wird von uns regelmäßig mit Updates und Verbesserungen versorgt. Und zweitens, GitHub-Integration. Wähle diese Option, wenn du einen eigenen modifizierten Shop über GitHub einbinden möchtest. Diese Variante empfiehlt sich für Agenturen und Nutzer mit Entwicklungserfahrung, die eine angepasste Version des Shops nutzen wollen. Wie das genau funktioniert, findest du in der Entwicklerdokumentation. In naher Zukunft werden an dieser Stelle noch weitere Optionen erscheinen, die es dir ermöglichen, zum Beispiel andere Themes als Grundlage deines Shops zu verwenden. Am Ende klickst du nur noch auf Erstellen. Um den Shop ansehen und bearbeiten zu können, müssen wir ihn aktivieren. Bei der ersten Aktivierung wird zusätzlich eine Bereitstellung durchgeführt. Daher kann die erste Aktivierung ein bisschen länger dauern. Wir spulen das Ganze einmal vor. Wichtig zu wissen, beim Aktivieren deines Shops weisen wir dich darauf hin, dass er für 12 Stunden in der Vorschau erreichbar ist. Nach diesen 12 Stunden wird der Shop heruntergefahren, um Ressourcen zu sparen. Du kannst ihn aber so oft wie du möchtest reaktivieren. Ein Shop, der live ist, also produktiv, ist davon aber natürlich nicht betroffen und bleibt aktiv, bis er offline genommen wird. Jetzt kannst du den Shop aktivieren. Dies kann einen Moment dauern und wir werden in ein paar Minuten nochmal vorbeischauen. Nach ein paar Minuten und einem Neuladen der UI erkennst du am derzeitigen Status, dass der Shop erfolgreich aktiviert wurde. Damit bist du bereit, den Shop zu gestalten und Einstellungen durchzuführen. Der Vollständigkeit halber erkläre ich allerdings noch alle weiteren Interaktionen, die in dieser UI zur Verfügung stehen. Einstellungen. Diese UI ermöglicht es dir derzeit, noch einige Einstellungen für den Shop durchzuführen. Alle hier zu sehenden Einstellungen werden in Kürze aber auch im Editor zur Verfügung stehen und die UI somit redundant. Wir werden sie zu gegebener Zeit ausbauen. Die nächste Option ist Anwendungen bearbeiten. Durch den Klick auf diesen Button kannst du die zuvor hinterlegten Informationen des Shops bearbeiten. Das heißt, Anwendungsname und Anwendungsquelle sind auch nachträglich änderbar. Die nächste Option ist Shop aktualisieren. Ein Klick auf diesen Button stellt die neueste Version des Shops bereit. Wir empfehlen, den Shop regelmäßig zu aktualisieren, um immer die neuesten Verbesserungen zu nutzen. Live-Modus aktivieren. Diesen Button kannst du nutzen, um deinen Shop von der Vorschau in den Produktivmodus zu versetzen. Das heißt, dass über die mit dem Mandanten verknüpfte URL der neue Shop verfügbar wird. Merke dabei, dass ein derzeitig aktivierter Plenty Shop LTS, also der alte Plugin-basierte Webshop, dann nicht mehr über diese URL erreichbar ist, bis du den Live-Modus beendest. Umgebungsinformationen anzeigen. Diese Option ist für Entwickler relevant und zeigt Informationen an, die notwendig sind, um den Shop lokal entwickeln zu können. Und zu guter Letzt, Anwendungen löschen, macht genau das, was es vermuten lässt und erlaubt es dir, den Shop zu löschen. Damit schließen wir den Teil des Videos bezüglich der Bereitstellung ab. Im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie du die Startseite deines Shops im Editor bearbeiten kannst. Dafür klickst du auf Editor öffnen. Dadurch öffnet sich der Editor in einem neuen Tab. Das Plenty One Backend lassen wir allerdings noch offen, da wir es später noch brauchen.